Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video geht es um das Review des SYM Jet 14 125 Kubik. Wir laufen einmal um den Roller rum, dabei schauen wir uns an, wie er optisch aussieht. Ich nenne nebenbei ein paar technische Details, sage was zu seiner Ausstattung, meine Erfahrung. Den habe ich seit 3500 Kilometer schon, jetzt also ein paar Monate, hat 2 Inspektionen hinter sich, also ich kann einiges über ihn erzählen. Hier den Deckenlappen bekommt ihr gegen Aufpreis dazu. Dann schauen wir uns zum Schluss die Beleuchtung an, das heißt, wie gut man damit in der Nacht sehen kann. Und natürlich gehen wir auf die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit ein. Was als erstes auffällt, ist, dass er keinen Kickstarter hat. Der hat nur einen E-Starter, ist ein Anspritzer, wird also alles über die Batterie laufen. Umso wichtiger ist es, auf den guten Zustand der Batterie zu achten. Das ist ein Euro 5 Einspritzer mit einem 2,5 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer. Die Maschine hat ein Leergewicht von 137 Kilo, Tankvolumen 7,5 Liter. Er hat sowohl vorne als auch hinten 14 Zoll Bereifung und sowohl vorne als auch hinten Scheibenbremse mit ABS. Er fährt mit einem flüssigkeitsgekühlten 4-Takt Einzylindermotor und hat eine Leistung von 9,3 kW, heißt 12,64 PS. Einige Hersteller geben den mit 13 PS an, bei 8000 Umdrehungen pro Minute. Und wenn man bedenkt, dass 125 Kubik Roller maximal 15 PS stark sein dürfen, dann sind 12,6 PS schon eine gute Zahl für einen Roller. Der maximale Drehmoment liegt bei 11,5 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen pro Minute. Und die Höchstgeschwindigkeit ist vom Hersteller mit 99 km/h bzw. 100 km/h angegeben. Wie es tatsächlich aussieht, schauen wir uns gleich an. Schauen wir uns nun seine Ausstattung an. Wir fangen mit dem Tacho an. Also die Teile hier, dieses und dieses hier, die gehören nicht dazu. Das sind 2 Handyhalter bzw. Montagen für die Handyhalter. Fangen wir mit dem Tacho an. Der Tacho ist beleuchtet. Das Gute ist, es ist bei fast jedem Blickwinkel gut ablesbar. Selbst wenn man so ungünstig sitzt und der Himmel sich widerspiegelt, kann man dennoch alles gut ablesen. Auf der rechten Seite hat der Tacho die Anzeigen für den rechten Blinker, die Tankwarnanzeige, Ölcheck und die Motortemperatur, falls der Motor überhitzt. Auf der linken Seite den linken Blinker, das Fernlicht, die Motorkontrollleuchte und die ABS-Leuchte. Die mittlere Anzeigetafel beim Tacho hat jetzt nicht zu viele Funktionen. Der zeigt die Drehzahl an, was ziemlich gut ist. Eine digitale Geschwindigkeitsanzeige, die man per Tastendruck auf Meilen umstellen kann und wieder zurück auf Kilometer. Dann eine Zeitanzeige, die kann man auf Voltanzeige ändern. Da muss ich sagen, die Spannungsanzeige, beziehungsweise wenn man fährt, wird auch die Ladespannung der Batterie angezeigt. Die ist nicht sehr genau, die weicht um ca. 0,8 Volt nach unten von der tatsächlichen Ladespannung ab. Dann haben wir hier die Kilometer, die insgesamt gefahren worden sind und der letzte Trip, also die letzte Fahrt, die kann man auch wieder nullen. Und die Tankanzeige auch digital. Außerdem haben wir hier einen Haken für die Tasche. Ziemlich gut angebracht, eine angenehme Höhe. Der ist so herausnehmbar. Den kann man auch wieder wegpacken, damit er nicht stört. Ein kleines Handschuhfächchen mit einer Lademöglichkeit, mit einem USB-Stecker, mit einer USB-Buchse. Was ich sehr schade finde, erstmal geht das Fach nicht immer komplett zu. Kann sein, dass er sich während der Fahrt öffnet, wenn man den nicht richtig einrastet.
Und das andere, selbst wenn man den Motor ausmacht, Lenkersperre, ist dieses Fach nicht abschließbar. Also Wertgegenstände sollte man da nicht aufbewahren. Was ich ziemlich angenehm finde, ist, ihr kennt die Situation, ihr habt den Motor schon angemacht, der Motor läuft und dann habt ihr doch irgendwas im Helmfach vergessen oder wollt da irgendwas reinpacken, macht ihr den Motor aus, das Helmfach auf. So. Bei diesem Roller gibt es die Möglichkeit, das Helmfach hier über zu öffnen. Was ziemlich angenehm ist. Das kann man hier aber auch abschalten. Und wo wir schon dabei sind, kommen wir direkt zum Helmfach. Es ist ja immer interessant, ob ein Helm in das Helmfach passt. Ich habe zwar jetzt einen Jethelm dabei, aber auch ein Integralhelm passt hier rein. Außer wenn ihr so ein Bluetooth verbaut habt. Damit passt es leider nicht rein. Deswegen nehme ich diesen Empfänger ab. Kann man ja auch in die Tasche wegpacken. So passt der Helm ganz gut rein. Lässt sich auch in Ordnung schließen. Außerdem hat der Roller Sozius Fußrasten, so herausstellbare, richtig stabile. Also da wackelt nichts, ja, so ganz leicht, ist aber normal ein bisschen Spiel. Die Sitzbank ist sehr breit, man hat sehr viel Platz als Fahrer, aber auch als Sozius. Wir haben einen Hauptständer, der bisher richtig gut funktioniert, und einen Seitenständer mit einem Notausschalter. Das heißt, solange der Seitenständer ausgeklappt ist, kann der Motor nicht anspringen und er geht aus, wenn man den Seitenständer ausklappt. Der Roller steht auch sehr stabil auf dem Seitenständer. So sieht ungefähr die Schräglage aus. Der Seitenständer klappt auch nicht von alleine zu. Es gibt ja so manche Modelle, wenn er nicht auf dem Seitenständer steht oder wenn man leicht drankommt, klappt der Seitenständer zu und die Maschine fällt um. Hier ist es nicht der Fall. Hier muss man den manuell zuklappen. Das Design an sich finde ich eigentlich sehr ansprechend, sieht sehr sportlich aus. Was mich jedoch stört, ist der zu schmale Einstieg. Vielleicht habt ihr das schon während des Videos gesehen. Hier kann man vielleicht noch sehen, diese ganzen Schleifspuren. Jetzt mit meiner Schuhgröße 43 gestaltet sich der Einstieg so recht schwer. Also mein Fuß passt hier so nicht durch. Ich muss den Fuß so immer wieder querstellen beim Einsteigen. Genauso beim Aussteigen kommt man da immer wieder dran. Es sei denn, man dreht den Fuß so oder steigt wie vom Motorrad ab. Das ist natürlich Geschmackssache und es gibt auch Roller mit einem ganz hohen Einstieg, wo es noch schwieriger ist, aber ich bin halt solche Roller gewohnt. Das sind so China-Roller, wo man den Fuß ganz normal beim Hinsetzen und beim Aufstehen durchkriegt. Auch so ein ganz kleiner Roller von Nova Motors. Also da gibt es kein Problem. Da passt der Fuß überall. Hat sogar viel Spiel. Dann wieder direkt im Vergleich hierzu. Also, ja. Ist eine Kleinigkeit, stört aber doch ein bisschen. Was ich recht angenehm finde, ist, dass man die Füße nicht nur so abstellen kann, wie man sonst auf dem Roller sitzt. Die Motorradfahrer würden jetzt sagen, auf dem Kackstuhl, ich sag auf dem Thron. Also hier im 90-Grad-Winkel. Sondern sie auch vorne, wie so ein Möchtegern-Chopper. Sehr angenehm bei längeren Fahrten, aber da finden sie halt auch Platz. Ein anderes, etwas störendes Detail sind diese Aufkleber. Das Jet 14 Symbol hier auf dieser Seite noch ganz. Auf der Seite, vor allem Sozius,
kommt hier an die Ecken leicht dran. Die brechen dann ab, man bleibt hier hängen. Die mache ich dann irgendwann ab. Recht angenehm ist, der hat sowohl hinten als auch vorne LED-Licht. Auch bei Tage sehr gut sichtbar. Und nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch die Sicht nachts ist mega gut. Im Vergleich zu den 50 Kubik Rollern, die ich bisher gefahren bin, bei denen die Sicht vorne so gut wie gar nicht existent ist, leuchten diese Scheinwerfer die Straße sehr breit und sehr hell aus in einem weißen, kalten Ton. Und jetzt, wie versprochen, fahren wir eine kleine Runde bei Dunkelheit, schauen wir uns an, wie gut die Straße ausgeleuchtet ist und schauen uns natürlich die Höchstgeschwindigkeit an. Viel Spaß! Ach ja, ich werde jetzt nicht die Zeit stoppen. Wir sind ja nicht auf dem Racing und ich glaube, niemand von euch zählt die Sekunden, während er auf die Autobahn beschleunigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Zeit selbst stoppen. Die Geschwindigkeitsmessung wird per Tacho erfolgen und einem GPS-Tracker auf dem Handy. Ich denke, jedes von denen weicht ein bisschen ab von der Realität, also wird der Mittelwert ungefähr die tatsächliche höchste Geschwindigkeit sein. Los geht's! Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Habt ihr weitere Fragen? Stellt sie gerne in die Kommentare. Ich habe den Roller schon ziemlich lange und kann bestimmt viele davon, wenn nicht alle davon, beantworten. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um weitere Videos und weitere Tipps nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.